Ihr braucht noch nicht mal einen Füller, ihr könnt einfach mit der Hand formen, das geht natürlich auch. Heute machen wir eine leckere Kebab-Bratwurst. Dann kommen wir noch schnell zu den Zutaten. Dann haben wir Pudenfett. Von der Pude habe ich Schmalz rausgelassen. Das sind 16 Gramm. Das Lammhackfleisch sind 584. Plus die 16 Gramm haben wir dann 600 Gramm. Dann kommt dazu 100 Gramm Mozzarella, Kräuterquark 20 Gramm. Dann haben wir Harissa-Paste 20 Gramm. Dann haben wir hier eine Knoblauch, 4,5 Gramm. Eine Zwiebel, die hat genau 50 Gramm. Paprika 6 Gramm, 1 Gramm. Mansala, das sind verschiedene Gewürze drin, das passt gut dazu. Und Salz haben wir auf 584 Gramm, 11,1 Gramm. Dann haben wir hier noch ein bisschen Natron oder Bicarbonat, ist dasselbe. Dann nehmen wir 1 Gramm. Das gibt der Wurst eine Festigkeit. Dazu kommen noch 3 Gramm Pfeffer. Ihr braucht keine Därme, ihr braucht nichts wie hier den kleinen Füller. Wenn ihr den nicht habt, holt euch irgendeine Form vom Backblech des Rost oder könnt ihr eure Würstchen auch reinmachen. Salz kommt hinzu, dann kommt Pfeffer hinzu. Dazu die Harissa-Paste, ist sehr lecker, aber auch scharf. Dann haben wir hier unsere Mansala, kommt dazu. Besser ist es, wenn ihr es vorher ein bisschen im Glas vermischt, dann bekommt ihr keine Gewürznester. Ich habe es jetzt nicht gemacht. Unser Paprika, und das riecht jetzt schon so lecker. Unser Quark, das verstärkt Geschmack ein bisschen und die werden sehr weich werden. Kommt dann noch unser Schmalz, das ist unser Fettzugabe. Könnt ihr aber auch gerne anderes Fett hinzugeben. So, und dann hier unsere Zwiebel. Schön in feine Würfel schneiden. Und wie gesagt, das sind 50 Gramm Würfel. Unseren Knoblauch dazu. Wer gerne mehr Knoblauch möchte, der kann ja dann ein bisschen mehr dran machen. Aber das passt. Der Geschmack soll ja nicht zu stark werden. Dann schmeckt ja die Wurst gar nicht mehr. Das kommt dann hier noch dabei. Und solche leckere Würste, die kriegt ihr nur hier bei Marius Schemme. Die Wurst muss eine Bindung kriegen. Und das müsst ihr so lange mengen, bis es an der Flachhand, hier an der Flachhand, nicht mehr runterfällt. Dann ist die Bindung gut. Das ist genau, wenn ihr Frikadelle macht, dann müsst ihr das ja auch machen. Da macht ihr nur noch Ei dran. Das könnte man normal auch machen. Aber wir Metzger machen das nicht, weil es einfach beim Verkauf sowieso schon verboten ist. Und wenn das Fleisch seine Bindung hat, bis dorthin sind auch die Gewürze schön vermischt. So, jetzt haben wir was Natron vergessen. Das machen wir noch dran. So, ich habe zwar gesagt, 1 Gramm, aber wir machen nur eine Prise drüber. Wenn das ganz frisch ist, dann könnt ihr das sogar als Hackbrötchen essen. Ja. Viel Zwiebel dran machen, Salz und Pfeffer. Natron weglassen. Paprika kann man drin lassen. Und dann schmeckt das auch ganz klasse. So, man merkt schon, dass es jetzt eine Bindung kriegt. Das dauert so 3, 4, 5 Minuten. Jetzt gucken wir mal. Das klebt noch nicht so richtig. Und dann müssen wir noch ein bisschen weitermachen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch einen kleinen Schluck Sprudel dran machen. Aber macht da nicht so viel dran. Dann kriegt ihr auch schneller eine Bindung. Weil ich mache das genau nach Gefühl. Und das ist eigentlich das Allerbeste. Ihr habt diese leckeren Würstchen genauso schnell gemacht wie eure Frikadelle. Es geht wunderbar. Normalerweise, wenn ihr keinen Wurstfüller habt, könnt ihr das auch formen mit der Hand. Würde natürlich auch gehen. So, jetzt gucken wir nochmal, wie es jetzt ist. Na, was meint ihr? Jetzt ist gut. Man soll es auch nicht zu viel Menge. Wenn es eine Klebrigkeit hat, wie ihr das jetzt gesehen habt, dann ist es gut. So, und jetzt könnt ihr 100% sicher sein, dass eure Wurst richtig lecker wird. Das füllen wir jetzt hier rein. Müsst ihr ein bisschen luftfrei füllen. Ist jetzt nicht so wichtig. Bei Salami wäre das jetzt wichtiger. Könnt ihr auch mal gucken, ich mache auch Salamis. Man will ja nicht immer so was Großes machen. Deswegen habe ich mir das Teil ja auch geholt. Kann man auch mal schnell ein paar Bratwürste machen. Aber immer so 2, 3 Kilo oder 5 Kilo durchlassen. Das ist einfach zu viel. So, da kommt das da drauf. Die Tülle. Das sind 3 Tülle dabei, noch 2 kleinere. Und dann nehmen wir das Backpapier. Drücken wir das mal raus. Das muss man vorne festhalten, da geht es besser. Jetzt merke ich das. Die werden ein bisschen kleiner, aber das macht nichts. Unsere Tochter will sie ja als nicht so groß. Schieben wir mal neben hin.
Ja, da können wir auch noch eins anlegen. Einfach ein bisschen zusammendrücken und schon habt ihr hier ein paar geile Bratwürstchen. Braucht ihr auch keine Angst haben, die fallen nicht zusammen. Also wir haben jetzt mit 586 Gramm Hackfleisch, haben wir 2, 3, 4, 5, 6, 8 Stück. Ja, und das genau wie jetzt beim großen Wurstfüller. Da bleibt ja immer noch ein bisschen Restbrei drin. Da könntet ihr eine Frikadelle draus formen oder halt nochmal ein Würstchen machen. Ich habe jetzt nochmal Würstchen gemacht und habe es dann nochmal in der Pfanne gebratet, um da mal zu testen, wie die sind. Also die sind unglaublich lecker. Allerdings hatte ich den Käse vergessen. Also den müsst ihr auch nicht unbedingt reinmachen. Die waren wirklich ohne Käse auch ganz klasse. Also das ist dann jetzt euch überlassen. Ich habe es dann einfach nur im Vakuumbeutel reingemacht, habe es ein bisschen auseinandergelegt, schon mal in die Gefriertruhe reingegeben, habe das ungefähr so eine Stunde angefroren, dann habe ich es wieder rausgeholt und habe es dann vakuumiert. Und so kleben die auch nicht aneinander, man kann sie auch gut vakuumieren. So, also so sehen sie jetzt vakuumiert aus. Ihr seht es schön auseinander, kleben nicht zusammen. Ihr braucht auch keine Angst zu haben, die fallen euch nicht zusammen. Deswegen haben wir ja das Backpulver drin. Vom Geschmack her also unglaublich, sehr, sehr lecker. Die Harissa-Paste jederzeit wieder in jeder Wurst. Es gibt wirklich einen ganz, ganz klasse Geschmack. Und natürlich auch der Koriander, wer es mag. Man kann auch Petersilie reinmachen. Also es ist eine schnelle Wurst. Ist schnell gemacht. Ihr braucht noch nicht mal einen Füller. Ihr könnt einfach mit der Hand formen. Das geht natürlich auch. So, alles in allem Kebab oder Köfte, Würstchen. Nur diese schmecken noch besser. Einfach gemacht und hammerlecker. Ciao, ciao.